In unserer Oper geht es um eine Gesellschaft von unterschiedlichen, isolierten Individuen, die letztlich durch das Auftauchen von einem Einzelnen, der ganz unterschiedlich ist, zusammenkommen. Für den Eltern von Seppi ist Seppi ein Kind wie alle Kinder, aber für die Leute Seppi ist nicht wie alle Kinder. Für mich war interessant zu arbeiten über diesen Begriff von anders sein, weil Seppi ist nicht wie alle Leute, aber es ist ein Kind. Das für mich war interessant. Die Zusammenarbeit mit den unbegleiteten Flüchtlingen ist angeregt worden durch das Achse Körpertheater, und in dem Gesamtkonzept von diesem Projekt geht es uns ja stark darum, erstens natürlich diese Geschichte zu erzählen, aber auch in der Umsetzung einen Kontakt zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen entstehen zu lassen und das dann in diesen Location zu setzen, die ja eine sehr schicke Wohnsiedlung ist. Ja, was mich von Anfang an eigentlich sehr interessiert hat an diesem Stück war, dass eben sehr viele verschiedene künstlerische Ebenen zusammenkommen. Musik, Schauspiel, Gesang und Raum. Und dass vor allem dieser Raum auch nicht in der klassischen Blackbox stattfindet, sondern dass der Raum, wo die Gesellschaft, die reale Gesellschaft plötzlich ein Teil wird von dieser fiktiven Gesellschaft. Also das, was für mich sehr beruhigend war, schon einmal im Vorfeld, war, dass wir uns oft getroffen haben und eigentlich mit schon einem sehr konkreten Plan in die Proben gegangen sind. Also wir haben gewusst, welche Szenen wir erzählen wollen. Das Musikstück war fertig komponiert. Und jetzt bei den Proben ging es darum zu schauen, geht sich das rhythmisch alles aus, kommt alles unter, was wir erzählen wollen, und es ist ein ständiger Prozess, der weitergeht. Und ich bin sehr, sehr dankbar, mit einem Team zusammenzuarbeiten, die alle super flexibel sind. Und das ist Gold wert. Aber für mich war es schon spannend, interessant, in diese Richtung zu gehen, weil ich schreibe Prosa, Theater und ich arbeite mit Musikern. Und das ist interessant, mit der Opernsängerin und dem Opernsänger zu arbeiten. Ich glaube, es ist auch eine andere Perspektive für mich als Schriftsteller. Die musikalischen Elemente einer Oper, für mich, muss ich dazu sagen, sind einerseits natürlich dieser Klang, diese Opernstimmen und auch ein kammermusikalischer Zugang. Nachdem ich sonst gewohnt bin, mit Jazzbands zu arbeiten, ist es hier einfach eine andere Art zu schreiben gewesen. Ja, also in dem Sinn ist es ja eigentlich in dem Fall kein klassisches Bühnenbild, weil Seppi ist ja eigentlich die Hauptfigur. Es ist quasi eine Puppe, ein Darsteller und gleichzeitig aber auch eine Bühne in irgendeiner Form. Und in dem Fall war es mir eben wichtig, dass wenn Seppi diese Figur ist, um die sich alles dreht, dass man dann Material findet, was das auch zulässt und wozu wir als Menschen einen Bezug haben. Und alles, was mit Luft und weichen, hautartigen Materialien zu tun hat, ist uns natürlich viel näher, als wenn ich jetzt eine Holzmarionette oder anderweitig geformte Puppe gebaut hätte. Ich habe selbst geschrieben, aber der Text war ursprünglich ein langer Text. Und dann mit Verena, die Text ist wieder mal kurz geworden. Und dann gab es auch Sprecher, aber nicht nur Sprecher, weil es gibt auch manche szenerische Sachen, Momente, wo ich bin dabei. Es ist nicht nur Sprecher, ich versuche zu spielen, aber ich bin kein Schauspieler, leider. Also für dieses Projekt wünsche ich mir ganz, ganz viele Aufführungen in der ganzen Welt, am liebsten und am besten. Und von diesem Projekt wünsche ich mir, dass es Menschen berührt, dass es in der Siedlung, in der wir arbeiten, vielleicht was bewirkt. Da wohnen Menschen, die sich vielleicht zum Teil nicht einmal begrüßen und jetzt vielleicht sogar miteinander arbeiten werden. Wir hoffen, dass das eine Auswirkung hat. Ja, also für dieses Stück wünsche ich mir natürlich, dass es möglichst viel um die Welt kommt und dass es möglichst viele Leute sehen können und ja, Leute auch zum Nachdenken bringt über viele Themen, mit denen wir uns da beschäftigt haben. Also die Produktion war nur möglich, weil wir 3 Partner gefunden haben, die das sozusagen finanziell als auch organisatorisch unterstützen. Das eine ist Achse Körpertheater, das zweite ist La Strada, die natürlich das Festival organisieren, auf dem die Uraufführung stattfindet. Und In situ ist zusätzlich dazu über La Strada hereingekommen
und hat die internationalen Connects und ist eine Plattform von internationalen Künstlern und von eben Straßentheatern und Puppentheatern. Und in dieser Kooperation, nur damit war die Umsetzung dieses Projekts möglich.